Heute zeige ich euch, wie ihr eine Wendeöffnung mit einer unsichtbaren Naht schließt. Dieser Stich wird auch Leiterstich, Matratzenstich oder Zaubernaht genannt. Make-a-Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Sie wird bei sichtbaren Wendeöffnungen, wie zum Beispiel so einem Leseknoch, verwendet. Natürlich könnt ihr eine Wendeöffnung auch einfach so mit der Nähmaschine zusammennähen, vor allem bei Innentaschen, wo man die Naht nicht sieht. Nach dem Nähen der Wendeöffnung werden die Nahtzugaben auseinander gebügelt und das Teil auf rechts gewendet. Alternativ zum Bügeln könnt ihr euch auch mit den Fingern die Kanten falten. Fädelt dann ein farblich passendes Garn doppelt durch eine Nadel und verknotet das Ende. Kurz neben der Naht steche ich jetzt von links durch die Nahtzugabe am Knick nach außen. Dann steche ich parallel im 90°-Winkel gegenüber hinein in die Kante und steche 2 bis 3 mm daneben auf der Kante wieder heraus. Dann steche ich wieder gegenüber ein und nach 2 bis 3 mm wieder heraus. Wiederhole diesen Vorgang. Ihr könnt den Stoff dabei auch so halten, wenn es euch leichter fällt. Wenn ihr eine längere Wendeöffnung habt, könnt ihr euch die Strecke auch mit Nadeln zusammenstecken. So entsteht ein Steg bzw. eine Leiter, daher auch der Name. Nach ein paar Stichen sollte die Naht festgezogen werden. Zieht ihn gut zusammen, aber nicht zu fest, sonst kräuselt er sich. Dann wiederholt ihr den Vorgang bis zum Ende. Einstechen, ausstechen und wieder auf der anderen Seite. Einstechen, ausstechen und wieder festziehen. Am Ende angekommen, steche ich unter die Maschinennaht und verknote die Naht mit einer Schlaufe um diese. Ich mache noch einen zweiten Knoten. Dann steche ich in den Nahtschatten und ein Stück weiter wieder heraus. Etwas auf Spannung schneide ich den Faden ab, so verschwindet er im Stoff. Fertig ist der Matratzenstich. Wenn ihr noch mehr Nähtechniken sehen wollt, dann schaut bitte in die eingeblendeten Videos. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag in 2 Wochen wieder. Tschüss!